And here we are again. Hi guys, glad to have you back. Welcome to the 7th episode of the Liebherr R960 SME build-up. This video is again available in English and German. For the German part, just fast forward to the middle. For the English part, just stay tuned. In this episode, we join the monoblock boom and the stick to the rest of the excavator. We also take care of the hose connections between all assemblies. So slowly the excavator is really taking shape. I'll link you to the earlier episodes in the video description just in case you missed anything. Also, please feel free to leave a subscription. Free for you and as usual super motivating for me. So here we go. Let's take a close look at the upper carriage. Like on the original machine, there are two positions in which the boom can be mounted. Depending on which one you choose, the excavator will have a different digging curve at the end. This means that you can reach other positions with the boom. For this variant with monoblock boom, I choose the lower hole. This results in a very balanced working field. This is handy, for example, if you want to use a sorting grab to stack things like concrete walls. With the upper hole, the excavator could work further down but also less far up. If you are particularly interested in this, you can take a look at the datasheets of the real Liebherr excavators. There the digging curves for different boom combinations are shown as graphics. Now we come to the hoses of the boom, a point where it really pays off to work carefully. First, it is again important to determine the maximum necessary hose length. To do this, I place the model at the edge of a table and move the boom down as far as possible. In the episode of the hydraulic installation, I've sorted the hoses according to the function, always in pairs with heat shrink tubing. This facilitates me the work now immensely. I connect the hoses to the hard piping from the inside out. Especially with the first pair, I take a lot of time to determine the correct hose length. This really involves shortening by millimeters at a time until it's perfect. To do this, I move the boom several times from the lowest to the highest position and check how the hoses lay. After that, it goes much faster. For the remaining functions, I simply use the hose length from the first pair of hoses as a guide and then lay everything in parallel. The last thing I do is to connect the hoses for the two lift cylinders. Since the oil for this function is distributed to two pairs of hoses via a T-piece, both hoses from one T-piece must of course be connected to the same side of the lifting cylinder. I therefore check the path of the hoses again and join both hoses from one T-piece with a piece of heat shrink tubing. Then I first connect one pair of the hoses to the inner connections of the hard piping and then the other connections to the remaining pair. Now both sets of hoses can be bundled together with cable ties.
Not only does this look much neater, it also prevents the hoses from moving around uncontrollably. However, the cable ties must not be tightened completely, otherwise pressure points will be created on the hoses, which will weaken the hoses in the long run at this point. To check, I move the boom back and forth a few times and look at how the hoses move. Since working on the hoses will never be as easy later on, it better fit perfectly now. Next, the lift cylinders can be connected to the hard piping. I also make sure that the hoses run evenly. Since the cylinders do not move relatively to the boom, the hose length really isn't critical here. The only important thing is to connect both lift cylinders in the same way. Otherwise, one cylinder would later extend while the other one retracts. I connect the outermost hoses to the connection at the piston rod. Now it's time for the stick. To keep the boom up by itself, I clamp a small brass U-section to a lift cylinder. First I attach the stick to the monoblock boom with the bolt. As always, I compensate the play with shims. The middle two hoses go through the stick to the quick coupler. By the way, these are some of the few 3mm hoses on the model. I hold the hoses at about the position of the hose connection and move the boom back and forth. In the process, the hoses stretch to the necessary length. I add about 5mm at the end, just to be on the safe side. To make it easier to push the hoses onto the connector, I grab the end of the hose with some sandpaper and carefully expand the hose with a 1.5mm hex. For those who are interested, it's a 600 grit sandpaper, but of course you can use anything else. For the hoses of the bucket cylinder, I again take a lot of time since the hoses will have a lot of movement later on. A hose that is too long or too short can quickly kink at this point. As always, I proceed according to the motto as short as possible and as long as necessary. I connect the hose from the bucket cylinder on one side and always move the stick back and forth to see what length is needed. For the two hoses of the auxiliary hydraulics, I proceed exactly as with the bucket cylinder. I try to route the inner hose so that it wraps right around the curve at the front of the monoblock boom. The second hose for the auxiliary hydraulics runs exactly parallel to the first one. Here it is again a question of millimeters whether it runs exactly parallel or not.
I left out the assembly of the stick cylinder since there was nothing to see that you don't already know. And that brings us to the end of this episode. I hope you enjoyed it as usual, and maybe you could take away one or the other trick for your own projects. By the way, how do you like the color combination of this model? Which one would you have chosen? Feel free to write it in the comments, it would really interest me a lot. And of course, if there are any questions, write them down as well. Next time we will take care of the initial setup of the hydraulics. For example, it's about the correct setting of the PRV, i.e. the pressure release valve, and about bleeding the hoses. This is a topic to which I've received a lot of questions so far. I will of course try to answer everything. So that you don't miss the episode, feel free to subscribe and give it a thumbs up. By clicking on the bell you will get a notification as soon as the next episode is available. Well then, as always, thank you for tuning in and see you next time. Und da sind wir wieder. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zur 7. Episode des Liebherr R960 Aufbaus. Dieses Video gibt es wieder auf Englisch und auf Deutsch. Für den deutschen Teil bleibt einfach dran und für den englischen spult wieder zum Anfang zurück. In dieser Folge montieren wir den Monoblock-Ausleger und den Stiel mit dem Rest vom Bagger. Außerdem kümmern wir uns um die Verschlauchung aller Baugruppen. Langsam nimmt der Bagger also wirklich Form an. Ich verlinke euch natürlich die früheren Episoden in der Videobeschreibung, falls ihr irgendwas verpasst habt. Lasst doch bei Gelegenheit gerne ein Abo da, das kostet euch nichts und ist für mich wie immer super motivierend. Also los geht's. Schauen wir uns den Oberwagen noch einmal genauer an. Wie beim Original gibt es 2 Positionen, in denen der Ausleger montiert werden kann. Je nachdem, welche man wählt, hat der Bagger am Ende eine etwas andere Grabkurve. Das bedeutet, dass ihr mit dem Ausleger andere Positionen erreichen könnt. Für diese Variante mit Monoblock-Ausleger wähle ich die untere Bohrung. Dadurch ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Arbeitsfeld. Die Maschine kann gut in die Tiefe graben, aber auch höhere Positionen können noch recht gut erreicht werden. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man einen Sortiergreifer nutzen möchte, um Dinge zu stapeln, wie zum Beispiel Betonwände. Mit der oberen Bohrung könnte der Bagger weiter nach unten arbeiten, dafür eben aber auch weniger weit nach oben. Wen das besonders interessiert, kann zum Beispiel einfach mal in die echten Datenblätter der großen Liebherr-Bagger schauen. Dort sind die Grabkurven für verschiedene Auslegerkombinationen immer als Grafik dargestellt. Kommen wir jetzt zur Verschlauchung des Auslegers. Ein Punkt, bei dem es sich wirklich auszahlt, wenn man sorgfältig arbeitet. Als erstes ist es wieder wichtig, die maximal nötige Schlauchlänge zu ermitteln. Dazu stelle ich das Modell an die Tischkante und fahre den Ausleger so weit wie möglich nach unten. In der Episode vom Hydraulikeinbau habe ich die Schläuche nach der Funktion sortiert und immer paarweise mit Schrumpfschlauch zusammengefasst. Das erleichtert mir die Arbeit jetzt ungemein. Ich schließe die Schläuche von innen nach außen an die Hartverrohrung an. Insbesondere beim ersten Paar nehme ich mir viel Zeit, um die richtige Schlauchlänge zu ermitteln. Dabei wird wirklich millimeterweise eingekürzt, bis es perfekt passt. Dazu bewege ich den Ausleger mehrfach von der tiefsten in die höchste Position und überprüfe, wie sich die Schläuche dabei legen. Danach geht es deutlich schneller voran. Ich orientiere mich für die übrigen Funktionen einfach an den Schlauchlängen vom ersten Schlauchpaar und verlege alles parallel. Am Ende bündle ich die Schlauchpakete mit Kabelbindern. Die Kabelbinder ziehe ich aber nicht komplett fest, sodass sich die Schläuche immer noch frei bewegen können und keine Druckstellen bekommen. Als letztes schließe ich die Schläuche für die beiden Hubzylinder an. Da das Öl für diese Funktion über ein T-Stück auf die beiden Schlauchpaare verteilt wird, müssen natürlich jeweils die beiden Schläuche von einem T-Stück auch an die gleiche Seite der Hubzylinder angeschlossen werden.
Ich kontrolliere daher den Verlauf der Schläuche und fasse wieder beide Schläuche von einem T-Stück mit einem Stück Schrumpfschlauch zusammen. Danach verbinde ich zuerst das eine Schlauchpaar mit den inneren Anschlüssen der Hartverrohrung und anschließend beide äußeren Anschlüsse mit dem übrigen Schlauchpaar. Jetzt können beide Schlauchpakete mit Kabelbindern gebündelt werden. Das sieht nicht nur deutlich ordentlicher aus, es verhindert auch, dass sich die Schläuche unkontrolliert bewegen. Die Kabelbinder dürfen allerdings nicht komplett festgezogen werden, da sonst Druckstellen an den Schläuchen entstehen, welche die Schläuche auf Dauer an dieser Stelle schwächen. Zur Kontrolle bewege ich den Ausleger noch ein paar Mal hin und her und schaue mir an, wie sich die Schläuche bewegen. So gut wie jetzt kommt man später nie wieder an die Schläuche, daher sollte jetzt alles wirklich perfekt passen. Als nächstes können die Hubzylinder an die Hartverrohrung angeschlossen werden. Dabei achte ich auf einen schön gleichmäßigen Verlauf der Schläuche. Da sich die Zylinder aber relativ zum Ausleger quasi nicht bewegen, sind die Schlauchlängen hier eher unkritisch. Wichtig ist nur, beide Hubzylinder gleich anzuschließen. Anderenfalls würde später der eine Zylinder ausfahren, während der andere einfährt. Das wäre nicht so praktisch. Ich schließe daher jeweils die äußeren Schläuche an den Schlauchanschluss an der Kolbenstange an. Jetzt geht es an den Stiel. Damit der Ausleger von selbst oben bleibt, klemme ich erstmal ein kleines Messing-U-Profil an einen der Hubzylinder. Zuerst befestige ich den Stiel mit dem Bolzener Monoblock-Ausleger. Das Spiel gleiche ich wie immer mit Passscheiben aus. Die mittleren beiden Schläuche führen durch den Stiel zum Schnellwechsler. Das sind übrigens einige der wenigen 3 mm Schläuche am Modell. Ich halte die Schläuche etwa auf Höhe der Schlauchanschlüsse fest und bewege den Ausleger hin und her. Dabei ziehen sich die Schläuche in die notwendige Länge. Ich gebe am Ende noch etwa 5 mm dazu, um auf der sicheren Seite zu sein. Um die Schläuche leichter auf den Anschluss schieben zu können, greife ich das Schlauchende mit etwas Schleifpapier und weite den Schlauch vorsichtig mit einem 1,5 mm Sechskant auf. Wen es genau interessiert, es ist ein Gewebeschleifpapier mit 600er Körnung. Ihr könnt aber natürlich auch irgendetwas anderes verwenden. Für die Schläuche vom Löffelzylinder nehme ich mir wieder viel Zeit. Diese Schläuche haben später sehr viel Bewegung. Ein zu langer oder zu kurzer Schlauch kann an dieser Stelle also schnell knicken. Ich gehe wie immer nach der Devise so kurz wie möglich und so lang wie nötig vor. Ich schließe den Schlauch vom Löffelzylinder auf einer Seite an und bewege den Stiel immer hin und her, um zu sehen, welche Länge benötigt wird. Bei den zwei Schläuchen für die Zusatzfunktion gehe ich genau wie beim Löffelzylinder vor. Ich versuche den inneren Schlauch so zu verlegen, dass er sich genau um die Rundung vorne am Monoblockausleger legt.
Der zweite Schlauch für die Zusatzhydraulik läuft genau parallel zum ersten. Hier ist es aber auch wieder eine Frage von Millimetern, ob die Schläuche genau parallel verlaufen. Die Montage vom Stielzylinder habe ich heute mal ausgelassen. Dort gab es sowieso nichts Neues zu sehen, das ihr nicht eh schon kennt. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr konntet vielleicht den ein oder anderen Trick für eure Projekte mitnehmen. Wie gefällt euch jetzt eigentlich die Farbkombination vom Modell und welche hättet ihr euch ausgesucht? Schreibt es doch mal in die Kommentare, natürlich auch, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die Erstinbetriebnahme der Hydraulik. Es geht konkret um die richtige Einstellung des DBVs, also dem Druckbegrenzungsventil, und um das Entlüften der Schläuche. Das ist ein Thema, zu dem ich bisher sehr viele Fragen bekommen habe. Ich versuche natürlich alles zu beantworten. Damit ihr die Folge nicht verpasst, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Mit einem Klick auf die Glocke bekommt ihr dann direkt die Info, sobald die neue Folge verfügbar ist. Also dann, wie immer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.